Hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvel Midnight Suns, wo wir in der letzten Folge ein kleines Problem mit Venom hatten. Glücklicherweise hat der gute Blade uns mit zurückgeschleppt, geschliffen, wie auch immer. Und wir ja, haben eigentlich den relativ Standard Morgen jetzt, glaube ich, wieder vor uns. Ja. Oh, nee, Moment. Tony is working. Ja, stimmt, den Symbionten-Extraktor haben wir. Ne, wir haben das alles Always a schon pleasure. gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr, was unser Plan für den Rest der Folge ist, außer dass wir halt gleich eine normale Mission starten. Hier waren wir, denke ich mal, auch schon. Ja, alles schon gemacht. Ich habe auch... Stimmt, ich habe, glaube ich, zwischen den Folgen nochmal... Ich habe jetzt Marvel noch hochgezogen. Und Steven. Weil die... Steven war ja beim letzten Mal verletzt. Konnte entsprechend gar nicht trainieren und Captain Marvel war als einziger auf 10 zurückgeblieben. Und ja, wir können gerade noch, bevor ich es schon wieder vergesse, den Schattenpirscher mal bekommen. Ich weiß nicht mehr, wo wir den her haben, aber der ist eigentlich ganz nützlich. Wir müssen halt einmal eine... Also wir können halt Verbergen erhalten. Verbergen ist wirklich Stealth, also wir werden eine Runde lang können wir nicht avisiert werden. Anvisiert werden, nicht avisiert. Und wir haben das Vorbildhalsband. Das ist das viel Wichtigere. So. Mission auswählen. Ja, die brauchen wir dringend. Aber dafür müssen wir halt erstmal den Symbionten-Extraktor haben. Morbius können wir nicht weitermachen. Storm würde ich, wie gesagt, gerne noch ein bisschen aufschieben, weil wir dafür Wolverine brauchen und den haben wir noch nicht freigeschaltet. Oder, weil wir brauchen ihn nicht. Holen wir uns Storm? Ach komm, wir holen uns Storm schon. Warum nicht? Wir können es ja scheinbar. Wir nehmen Magic mit. Wolverine wird uns zur Verfügung gestellt und logisch, wir bekommen Storm. Storm sucht nach einer Dahlia, einer Mutantin, die sich als ihre Mutantenkräfte manifestiert und aus dem Waisenhaus fortgeschickt wurde, indem sie auswächst. Aufwuchs. So. Wir können das Heldendeck nicht bearbeiten, aber uns angucken, was wir haben. Wir haben Windkraft, kraftvolles Zurückwerfen und nächster Zug fügt schnell hinzu. Sprich, wenn wir die Karte nicht ausspielen, sondern sie eine Runde auf der Hand behalten, ist die auch noch schnell. Dann haben wir den Wirbel. Jeden Gegner in einem Gebiet zurückwerfen. Dann haben wir Überlastung. Zerstöre eine Leitung, um auf alle Gegner in der Nähe Betäubung anzuwenden. Erhalte bei Nachziehen eine Stärkung. Müsste es Leitungen geben, die es nicht übergibt. Und der zerschmetternde Schlag macht ordentlich Schaden und im nächsten Zug plus 50 Schaden und kostet dafür einen Heldenmut mehr. Weiß ich noch nicht, wie krass wir dieses Kit nutzen können. Ich meine, die Mission jetzt wird auf Storm zugeschnitten sein. Das heißt, da werden wir gut was nutzen können. Aber ja, das heißt, es wird ein bisschen Knockback heavy, das Match, weil wir haben auch noch Magic dabei. Und gut, Wolverine, ja, wird halt mit dem Standard-Set reingesetzt. Berserker, Ausweiden, schneller Hieb und Kettenhiebe. Ja. Let's go. Ich bin sehr gespannt. Hello? Hey kid, a mutual friend needs our help. Logan? But how did you get... I have my ways. Look, you want to help or not? Depends on the friend. Aurora Monroe. Oh, of course. I'm free now. Good.
You know where to find us. Where the trouble is. Das trifft's meistens. Eliana, thank you for coming. Aurora, you can always count on me. A friendship for all seasons is a powerful thing. Thank the goddess for that. We miss you at the school. You are always welcome home. I found my home with the Midnight Suns. But that does not mean I leave friends behind. What is the problem? A year ago, the professor detected a mutant living here with dormant abilities. I met with her, a fierce young woman named Dahlia, and invited her to attend Xavier's school. She declined. The orphanage was all she knew. I came here today to see if she had changed her mind, but according to the orphanage, she disappeared 3 months ago. Let me guess. As soon as her powers manifested. It's my fault. I didn't want to push her, to take her away from the only place she felt safe. I thought she could hide in plain sight a bit longer. I was wrong. You did what you thought was right. As you always do. Dahlia would never harm another person. And now she slipped through the cracks. Another ghost in the wind. This city is not kind to its ghosts. Especially not when it's infested with vampires. That's why we're gonna find her before they do. They already found us. Protect the children, at any cost. Das kriegen wir hin. So, zerstöre die Himalisten und besiege alle Vampire. Ja. As if preying on the innocent wasn't enough for them. They come for the most vulnerable. So. I would Viele call von them Storms Fähigkeiten werden cowards. stärker, They are wenn sie just erst im mindless Zug, nachdem sie scavengers gezwungen looking wurden, for an eingesetzt werden. easy meal. I've got something they can chew Das on zum right Beispiel, here. das hier, der nicht. Logan. Together Zweimal again. ausweiten ist ein Just like bisschen, old times. bisschen übertrieben, oder? So, der Berserker ist ganz nett, aber jetzt noch nicht. Ich könnte einfach mal das Ding hier This ausschalten. will have to do. Even the gods would not stand before us as arrogantly as you have. So, wir müssen natürlich hier auf die Himalisten aufpassen, dass die nicht überhand nehmen. Schade, das reicht nicht. Gießen, ja. Okay, das funktioniert. Ich hatte gehofft, dass ich den einen eben Dings reinschützen kann. In Nice move, Magic. bub. Aber vielleicht machen wir das einfach mal so. Das geht dann auf jeden Fall. Gut. Würde ich sagen. Hope you're ready. Ich habe außerdem das Spiel mal noch ein bisschen lauter gestellt. Denn ich glaube, dass das vielleicht nicht so clever war. Also, dass ich es einen Tacken zu laut gestellt habe. Aber, naja. So, wir könnten jetzt noch eine Karte spielen. Dann würden wir aber dummerweise den Himalisten hier wieder triggern. Das wollen wir eigentlich nicht. Nö, ich würde sagen, das war es dann für diese Runde. That'll heal right up.
I should have been more vigilant. Dahlia was on her own here, alone with her burgeoning abilities. There was only so much you could do. Think how many mutants have faced the same difficulties. All of them. Seems a requirement for our upbringing to face such undeserved trials. It falls to us to ensure that doesn't happen. Not here, not Ich werde doch mal die Stimme noch ein gutes Stück hochpushen, aber die restlichen Geräusche runterdrehen. Moment. Können wir ja glücklicherweise relativ schnell eben so machen. Gehen wir hier vielleicht wieder auf 15 runter und Sprache doch noch mal ein gutes Stück hoch. Ich habe das Gefühl, dass auch die Dialoge recht konstant untergehen. Das ist natürlich nicht so schön. So, dann holen wir erstmal noch von dem anderen das Ding jetzt dazu. Hier kommen. Gut. Na, dummerweise habe ich jetzt 2 Karten gezogen, die mir selber eine Blutung verpassen. Was nicht so schön ist. Ich hätte 3 Verkettungen. Das heißt, ich kann 3 Leute ausschalten. Time for a Sturm. Und dann bleibt uns noch eine Aktion. That looked like it hurt. 164. Das könnten wir natürlich tun. Einfach schon mal den einen ausschalten. Ja, ich glaube, das machen wir auch einfach. Magic mit. Dann schubsen wir noch den einen We are good together. Vampir hier. Ah, nee. Dann da vielleicht. Beziehungsweise, nee, Quatsch. Wir schubsen einfach die beiden ineinander. Macht den meisten Schaden, also gönnen wir uns das. Das Limbo-Portal würde ich dann in der nächsten Runde einsetzen. Und ja, den zerschmetternden Schlag können wir dann gleich nutzen, um den zum Beispiel fast komplett zu killen. Dann schubsen wir den noch irgendwo rein oder so. Wird schon gut gehen. Is that your best? You'll suffer an eye for an eye. Okay. It ain't even satisfying tearing these things apart. I can't tell if they even care. Es geht jedes They Mal may so not weiter. care, but whoever lords over these pitiful creatures will miss them. Das ist They're natürlich probably nice. making more as quickly as we end them. You're just a ray of sunshine today, kid. I am always a ray of sunshine, reflected into your eyes. That's the magic I know. It's the best I can do for now. So, dann triggert jetzt wieder die dunkle Inkubation. Weil die ignoriert halt, ob wir kostenlose Karten spielen oder nicht. Das ist alles egal. Die sind das gespielte Karten. Was ja durchaus Sinn macht. Dann macht es halt wenig Sinn, die Dinge zu einzusetzen. Gerade weil looten wir nur und das möchten wir nicht. Dann noch sind die auch echt nicht so gut. Der schnelle Hieb zum Beispiel, der ist doch schön. Now it's my turn.
Mal den weg. That will do. Das Problem ist, ich möchte halt ungern so viel... Ich glaube, wir machen erstmal den Himalisten kaputt. How long have you been waiting to do that? Dann... I'm gonna rip you a new one. Very effective. Das war nicht ganz so clever. Ich hatte irgendwie gedacht, dass das einer von den Verkettenangriffen ist. Dann hätte ich nämlich den auch noch mit ausschalten können. Okay. Na gut, dann holen wir uns halt noch eine Blutung. Want it done right, gotta do it yourself. Oh, der kriegt die Quasserei direkt ab. Okay. Witzig. Done waiting. I'm right here. So, du darfst Logan immer hauen. Well, Granny hit harder than that. This vampire infestation couldn't have sprung up overnight. There are too many of them. Blade usually has these things under control. He seems to have fallen behind. You can tell him yourself. I don't care to be growled at. Cute trick. Alle auf Logan gehen. Okay, dann machen wir das mal so. Schubst du dich So dahin. it begins. Und dann können wir, glaube ich, mit einer Überlastung können wir die You are betäuben. nothing compared to the things I have seen and killed. Die Frage ist, macht das überhaupt Schaden an denen? Ne, es würde die echt nur betäuben. Dann würde Logan sterben. Das möchten wir nicht. So, dann schalten wir das aus. Dann geht's in die nächste Runde des Kampfes. At least we got here in time to protect the children. Das ist korrekt. Why bother protecting society's dregs? Hmm? It is beneath your stature. Beneath me, all I see is you. The new breed vampires are an evolution, just as mutants were before them. But vampires continue to grow. Mutants remain tethered to humanity, a broken branch on the evolutionary tree. These cast-offs are not your family. They are fuel. There is a food chain. And it is time we ate up. Surely you see it. Just as mutants push humanity ever closer to the ash heap, so too will this new breed. It is the natural order of this world. There is nothing natural about what you've done. Any mutant seeking to dominate humanity does not speak for us. Ah, that is your mistake, not mine. Ach, weißt du, Frau. Warte mal die Klappe. Look to the skies. Schubs. As they say, it gets the job done. Okay, dann haben wir noch das Portal. Und
Ich würde halt gern, wobei der Mystiker, die Mystikerin will Logan angreifen. Das ist okay. Ich würde aber gerne vermeiden, dass Logan allzu viel Schaden nimmt. Das heißt, du dienst mal als ein Ball, beziehungsweise als Billardkugel. Und die Überlastung legen wir gerade mal weg. Das wäre nicht verkehrt. Jetzt mal die Stärkung direkt raus. Ich vergesse übrigens gerne, ich vergesse jedes Mal bisher, wenn ich diese Karte nachziehe, dass ich entsprechende Stärkung bekomme. Das reicht leider nicht von der Reichweite her. Das würde noch gehen. Ja, nehmen wir den Schaden auch noch mit. Bonk. Okay, das Limbo-Portal heben wir uns auf. Ausweiten ziehen wir mal gerade nach. Und damit dürfen die Gegner wieder. So, du hast nur eine Aktion über. Okay, schade. Der war nämlich so gut wie tot. Oh. Sehr unhöflich. Greater numbers will not save you. Nope, definitiv nicht. If you were truly evolved, you would see how your actions against those who cannot defend themselves are misguided. Oh, does humanity shed a tear for their countless meals? Do they care about their needs? One does not justify the other. Your mind is twisted. Or maybe I am seeing things more clearly than ever. Weiß ich jetzt nicht. So, wir triggern zwar gleich auf jeden Fall die dunkle Inkubation. Aber Logan kann sich mal gut hochheilen. Dibs on the ugly one. You ain't good enough for me. So, dann... Wie viel Leben hast du eigentlich? Nicht so viel. You attached to that face? Let's dance. Ja, das ist okay, er war eher auf ihn fixiert. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal die Tatsache nutzen, dass das Ding hier einfach mal eben 515 Schaden macht. Das ist auf jeden Fall, die Karte ist auf jeden Fall sehr nice. Sollte man sich auf jeden Fall vielleicht eine, gerade am Anfang, wenn man sie auf der Hand hat, nutzen und auf der Hand behalten. So, jetzt will ich nur mal kurz gucken. Ja, mit Logan kriegen wir 2 von den Kleinen hier nochmal ausgeschaltet. Maybe it's time you quit this racket. So, das Problem ist, dass Logan jetzt trotzdem nochmal ziemlich gut aufs Maul bekommt. Nichts, was ihm jetzt gerade was nützt. Ja, dann geht Logan jetzt einmal drauf. Aber das ist nicht so schlimm. We need to help them. So, denn Logan hat
diese wunderschöne My Karte kind have little to fear ist vom from Prinzip you. her ein We zusätzliches are the Wiederbeleben. future. Was They're not ziemlich nice scared ist. yet. They better get started. Was machen wir mal? Wie hoch wäre die Chance, wenn ich dich da 50% nur? Das ist ja echt nicht viel. Ja, gerade nichts, was uns gut was an Dingens gibt. Das stört mich so ein bisschen. Was uns gut Heldenmut gibt. Face your end. Erstmal so. Fangen wir damit an. Whatever works for you. Dann die verbesserte Windkraft hier hinten vielleicht. Oder... Na, ich nutze auf jeden Fall die I Gelegenheit call hierfür. to the elements. Einfach damit wir das schnell auch triggern können. Wenn, glaube ich, gleich schon wieder die nächste Inkubation dran ist, ne? Ach ne, 2 Aktionen noch, okay. Gut. Ist jetzt die Frage... Nochmal 61% Chance zu sterben. Und danach können wir sie auch unterstützen, wenn sie es überlebt. Ne. Die macht einen Abflug. My besser. power knows no bounds. Und wir haben ja noch das Limo-Portal. Consider it done. Ja, jetzt triggert halt die Kommunikation. Und ich könnte theoretisch jetzt den Gruppensturz nutzen, um die umzubringen. Aber ich würde gerne dich schubsen. Denn ich glaube... Ja, ich hätte glaube ich kraftvolles Zurückstoßen gebraucht, dann hätte ich die Mauer kaputt gekriegt. Vielleicht, wer weiß. Lungen wiederbeleben. Nehmen wir das Overdrive-Serum mal. Hey. Lass mich jetzt verarschen. Wieso? Danke. Ready? Normalerweise sollte es auch automatisch einen Helden auswählen, der es dann auch nutzen kann. So, Logan, mal wieder aufstehen bitte. Should do the trick. Und ja, dann nehmen wir trotzdem den Gruppensturz noch für euch. Weil, warum nicht? Ja, schade, das zu verschwenden. Ne? What is it like being so inconsequential? A change of mind? Kiss it goodbye. Tschüss. So, funktioniert doch ganz ordentlich. Könnten wir theoretisch noch Sin damit abschmeißen? Ja, Not looking good for weil you. wir was können. Und um sie zu ärgern.
what you got. Gut, dann hoffe ich jetzt nur, dass Sin nicht Logan haut. Das ist natürlich auch echt clever. You had your chance. Schmerzhaft, aber wir überleben es. Okay. As mutants, you should understand the struggle my kind has faced better than anyone. You chose to align yourself with these creatures. Our paths are nothing alike. I chose to move beyond the limitations, and I have no regrets. Pathetic. Ja, ich würde sagen, das bist du selber schuld. Dann treten wir sie da einfach rein. Würde ich vorschlagen. More than enough. With every fight, my power grows. Ja, gibt halt keine Leitung gerade mehr auf der Map. Der Wirbel bringt uns auch nichts. Die Falltür bringt uns gleich erst wieder was. Das Limbo-Portal. Das bringt uns gerade nichts. Der Berserker, klar, wir würden 2 Karten ziehen, aber den Lebensraub, den wir dadurch bekommen, der bringt uns auch nichts. Schwierig. Das kostet auch 2. Nö, dann beenden wir den zweiten Zug in dieser Mission mit einer offenen Aktion. Unschön. Ich muss sagen, klar, ne, thematisch ein super cooles Team, ne, 3 X-Men und so. Aber naja, für diese Mission vielleicht nicht so geeignet. Ja, wir können das doch ganz einfach machen. Vielleicht, na, da habe ich eigentlich andere Pläne für. Mach was einfach. Now for something real special. It's about Ein time. bisschen Schaden noch wieder auf Sim. Und ja, dann gibt es die nächste dunkle Inkubation. Very effective. Hier auf einmal muss jetzt aber auch nicht sein. Kann ich vielleicht... Damit könnte ich 2 ausschalten. Würde ich aber da hinten halt auch wieder die Inkubation triggern. Ja, das ist auch nicht so clever. Tja, nee, würde ich nicht. Weil ich habe ja nur diese Aktion. Und... Logan kann die beiden ineinander schubsen. Weil wichtig ist, dass wir ihr nicht noch mehr I Gegner da wasn't even lassen, trying um that hard. die zu einem Hemalisten umzuformen. Könnte aber halt auch... So mache ich mehr Schaden an dem Hemalisten. Ne, ich mache weniger Schaden, aber ich... Ja, wobei Logan hat ja volles Leben, ne? Oder so gut wie volles Leben. Ich könnte mir noch ein Manöver holen, das bringt mir aber nicht viel. Ich könnte das
Ding treten und dann mit der Rutsche hier, weiß ich nicht, ob ich theoretisch 2 erwischen könnte, also beide erwischen könnte. Ne, ich glaube, dann machen wir das doch auf die Art und Weise. Weil das bisschen Schaden macht halt keinen Unterschied, ob das Ding jetzt auf, keine Ahnung, 15 oder 12 Leben oder so bleibt oder auf 24, das ist egal. Ja, ich hätte noch was nachziehen können, aber... So, das Schöne ist ja, dass sie auf ihn fixiert war. Also es tut ihm weh, klar, aber es schaltet ihn nicht aus. Gut. Hey, wir haben endlich mal wieder den Session Hatter einen Schlag gezogen. Ich hoffe ja sehr, dass der Wirbel entweder als Upgrade Schaden macht oder einfach einen wesentlich größeren Radius bekommt. So, jetzt müsste der Dingens hinten triggern. Die dunkle Inkubation. I am still the center of attention. Okay, das ist harmlos. Dann Magic. Könnte sich mal bitte hier hinstellen. Und dann einfach das Ding hier treten. Macht aber auch gut Schaden an Sinn. Wir können sie halt nicht runterschubsen, deshalb garantierte 0% Chance. Okay. Dann könnten wir über die Falltür. Das könnte jetzt funktionieren. Ich habe gerade eine relativ witzige Idee. Ich schmeiß Sindel jetzt da hinten hin und kann dann die ganzen Gegner zusammenketten über ausweiten. Ja, das würde gehen. Ich meine, ich könnte theoretisch auch einfach Sindel umbringen, ne? So ist es nicht. Aber in Anbetracht der Tatsache, wie wenig Leben wir alle haben, ich das vielleicht nicht tun. Nee, ich lasse das. Hier haben wir, oder killen wir das ganze Kropfzeug hier. Und dann schubsen wir Sin, glaube ich, einfach nochmal in den Himalisten rein. Können ja noch eine Karte ablegen, um ein Manöver zu bekommen. Das Portal. Sehen wir, schubsen sie in Logan rein, das macht mehr Schaden. Ja, wir könnten sie natürlich auch in Sturm reinkicken, aber hey. Bonk. Jetzt fehlt mir nur leider das letzte Fitzelchen Schaden. Das heißt, dass ich Logan wahrscheinlich jetzt wieder verabschieden darf. Naja. Das ist okay. So, dadurch, dass wir Logan eben über über seine Regeneration wiederbelebt haben, kriegen wir jetzt ein neues Wiederbeleben auf die Hand. Ist das euer Scheiß Ernst? Ja, die Stärkung ist nett, aber es bringt mir halt jetzt nichts.
I will deliver you from her grasp. Machen wir sie weg. As they say, it gets the job done. Nicht optimal. We Und ja, prevail. ich habe mich wie immer For now. zu wenig auf den Boss konzentriert. Aber wir haben sie besiegt. Drop! That was a quarter of my power. I'm glad the training stayed with you. The danger room left an impression. As you did with Sin. She won't be back. It's why she was here in the first place that concerns me. Agreed. This is bigger than us. If we're going to take on Sin, And find Dahlia. we need reinforcements. Most of the X-Men are off-planet dealing with the Shi'ar brood war. Don't worry. The Midnight Suns will help. Schön, wir irgendwie immer alle meinen, Sachen alleine entscheiden zu können. Ja, ja. Aber das Schöne ist, dadurch, dass zweimal Logan down gegangen ist, zählt es nur als ein Helden-K.O. Ist halt immer ein bisschen witzig, aber ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Fähigkeit, die er da hat. Storm, is it? Indeed. You must be the hunter. Magic told me about you. Why does that make me nervous? Nothing but good things, I promise. Thank you for welcoming me into your home. I must say, this place is unlike anything I've seen before. There is an air of mystery and wonder, but it feels welcoming and safe all at the same time. How curious. The Abbey is special. It even holds secrets that I have not uncovered. Sounds unique indeed. I can already see the similarities between here and Xavier School. Speaking of, what do you think is the most interesting part of the Abbey? Der Geheimnisse. Na komm, wir sind mal für unser Team. Those who reside here make each day interesting and fresh. Yes, the people are the lifeblood of a community. I can say the same for Xavier School as well. The students are all colorful characters. There's never a dull moment in these halls. If there was ever silence, I would grow worried. Apologies. I have been dominating the conversation. Have you any questions for me? Ja, ein paar. Yes, I have a few. Kenne mich nämlich nicht so gut bei By den all X-Men means, aus. ask away. Can you tell me about your background? I won't go into too much detail, but I was left orphaned as a child. I learned how to fend for myself and became a skilled pickpocket. You stole from others? To survive, and it worked. I scraped by. After a few years, my mutant abilities presented themselves, and I was approached by Xavier to join the X-Men. The rest is history. I feel like you were leaving some parts out. Perhaps. My past is just that. It is behind me, and I prefer to focus on what is ahead. Kann ich nachvollziehen. Gerade mit einer Waisengeschichte oder so wird man da auch bestimmt nicht unbedingt gerne dran erinnert. I saw bright lights coming from your hands. What was that? It's a little complicated, but I have the power to control the weather and atmosphere. What you saw back there was electricity. Wow, that is amazing. Now I understand the meaning behind your name. Thunder and lightning don't roll off the tongue as easily. You Nicht said your Thor. powers are complicated. May I ask how? Maybe I'll go into full detail another time.
but let's just say I can't mess with Mother Nature too much. I see. Like checks and balances? Exactly. What is your given name? Aurora Monroe. What about yours? The Hunter. Short and sweet. I like it. Does your name hold any significance like mine does? I was told it meant beauty. A little embarrassing, but I understand the intent. Ja. I changed my mind. The offer still stands. Das ist halt, das verstehe ich nicht. Wir haben ja offensichtlich uns mit ihr unterhalten. Dann sollte man doch eigentlich meinen, so nach dem Motto, okay, es gibt einen Trigger sozusagen, okay, wir haben alle Fragen abgearbeitet, dann verändert sich halt die Gesprächsoption. Glaube ich nicht, dass das super krass schwer zu entwickeln, also zu implementieren ist. Okay, wir haben massig Auswahl. Moment, Carol will einfach Glad to nur have reden. Storm on the team. Anything else on your mind? Achso. Why are Hydra soldiers willingly turning into vampires? Define willingly. I think that's Sin's influence. They must be extremely devoted to agree to such a change. Or more terrified of what Sin will do if they don't. I wonder how becoming a bloodsucker mixes with the gamma serum already in their systems. I bet that's one hell of a hangover. Ja. Thanks, Carol. Catch you later. Okay. Könnten direkt mit Storm abhängen. We'll find Dahlia. Was natürlich ganz praktisch ist, weil wir auch bei ihr logisch die Freundschaft leveln müssen. Bei Steven warten wir nur auf die private Nachricht. Kid won't be missing for long. Nice shirt. Aber Steve sind wir schon bei Level 1, das heißt, nehmen wir Aurora Monroe. Ich werde sie wahrscheinlich immer Storm nennen, tut mir leid. Hello, Hunter. I hope you are well. I was hoping to ask you some questions. Ich habe doch alles schon gestellt. The Gut, ich glaube, das Gelände erkunden wird dir am besten gefallen. Wobei vorletzten am Pool könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne, ich glaube, dass sie durchaus jemand ist, der auch mal das Nichtstun genießen kann. Aber nicht so sehr, als dass ich sagen würde, das ist Nummer 1 Priorität. If you are thinking, I can hear you. Less thinking, more scheming. Coming from you? Oh, I would like to hear this. It's not that exciting. I'm just struggling a little to build relationships with the women of the Abbey. You are very kind. I do not see how making friends would be an issue for you. My reputation might be intimidating. I'd like to befriend them. It's just been difficult. Any advice? Also ich sag mal so, mit Magic bist du befreundet. Jeder Freund von Magic ist ein Freund von Nico, würde ich mal von ausgehen. Und ich gehe davon aus, dass sie sich sehr gut mit Caretaker verstehen würde. Und sonst, gut, Agatha. Ansonsten haben wir aktuell keine weiteren Frauen. Doch, ja gut, Carol. Und ich glaube auch mit Carol versteht sie sich sehr gut, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Storm eine X-Level-Mutantin, sprich sozusagen höchste Klasse an Macht in den Mutationen sozusagen. Und ja, Captain Marvel ist halt Captain Marvel, ne? Aber gut, anderes Thema. Klischee-Antwort, witzige Antwort oder Magic-Antwort. Beziehungsweise sind eigentlich alle drei, ohne Witz, jeder 3 dieser Antworten könnte perfekt von Magic kommen. Na komm. I was told that fancy cheeses and meats are always a hit. A charcuterie board.
What's not a bad idea, Hunter? You can never go wrong by filling the silence with food. Especially if it's paired with a nice sparkling grape juice. Having a second opinion was helpful. I am sure they wish to be friends with you too. Here's hoping. Okay. Handwellen. Snacks. Nachts morgen. Small Timer lief für Normalos. Ich würde mal. Ich glaube, ich nehme die Kerze hier nachts zum Morgen. Ah, sehr gut. Nicht die perfekte Aktivität. Konversation hätte auch besser laufen können. Wahrscheinlich wäre wirklich mit, ja, wie heißt's? Wäre es besser gewesen, wenn wir gesagt hätten, komm hier, sei du selbst. Aber gut. So, Magic möchte auch noch reden. So, what do you think of Sturm? I am eager to work alongside her. She has that effect on people. Even on you. She was my mentor. Of course I respected her. But it had to be earned first. Some leaders blather on to avoid making tough decisions. But not Sturm. She did not go into much detail about the extent of her powers, but they sound impressive. Impressive? She is 100% grade A badass. 100 badasses. Got it. You are hopeless. Und deshalb mögt ihr mich doch alle so. Gut, sonst noch irgendwas? Gut, hier hat sich wieder eine Truhe geschlossen. Aber auch nur die, dann holen wir uns den fix. Mal rumdrehen. Warum leckt das Spiel zwischendurch so? Das stört mich. Das finde ich nicht gut. Gucken, was es hier gibt. Oh, direkt mal eine Palette für Sturm. Okay. Mehr haben wir nicht zu tun. Das heißt, ab ins Bett. Morgen ist auch noch ein Tag. Damit habe ich jetzt nach der Dings nicht gerechnet. Are you alright? I was so worried. Damit hätte ich eigentlich in der You letzten looked Nacht so gerechnet. helpless lying there, just like you were when you were a babe. Here to gloat, Mother? Quite the opposite. I was concerned. I could not sense you after. Your pet monster nearly destroyed me. An unintended and unforeseen consequence of your continued assault against me. The mystical energies within our blood do not always mix well with off-worlders. But neither do the wards of your pretentious sorcerer. The venom creature is a calculated but necessary risk. Alien monstrosities, Wanda's unchecked powers coupled with Banner's unhinged mind. Whatever you are planning, Mother, I fear it may be beyond even your control. Your concern touches me, but I would risk the heavens themselves if it meant saving you. I do not need saving. Oh, but you do. And that crack in your collar is the first step. Every revolution of self starts with the tiniest of rifts, an ever so slight splinter in the glass, a hanging thread begging to be pulled until it unravels all. You should be celebrating. That crack is the beginning of your emancipation from my sister's control. She keeps you collared because she fears you. They all do. Sarah wants to hold you back from realizing your full potential, the way she tried to hold me back centuries ago. Weiß nicht.
I would not need this collar had I not been corrupted by your blood. Is that what you believe? Oh, child. There is so much you must learn. But you would never believe me if I told you. Not here. Not now. You must discover those answers on your own. Once you're unshackled, you will finally be free to be yourself. And who is that? Answer me! Easy nicht. Schon alle sehr manipulativ hier. So, Superlink, warte Nachrichten. Na dann checken wir doch mal. Okay, ne, den kannten wir noch nicht. Einige von euch haben noch nie in der Kanalisation gekämpft. Deswegen habe ich hier ein paar praktische Tipps für eure Ausrüstung nach der Mission. Erstens, werft alles weg. Ihr habt keine Ahnung, was für fiese Keime ihr eingeschleppt habt. Ich zeige euch ein paar informative, aber ekelhafte Bilder, was man sich einfangen kann. Ist mir egal, ob ihr einen Heilfaktor habt. Die anderen haben keinen. Und wenn ihr euch trotz allem nicht davon trennen könnt oder wollt. Zweitens, wascht alles gründlich. Verwendet ein möglichst starkes Desinfektionsmittel. Dann wascht alles nochmal. Bevor ihr irgendwas wieder benutzt, solltet ihr das mindestens 5-mal wiederholen. Bis dahin behandelt ihr alles so, als hätte es in verseuchter Gülle gelegen. Und danach sind die Sachen immer noch nicht richtig sauber. Drittens, werft alles weg. Der Gestank eurer liebgewonnenen Erinnerungsstücke wird nie verfliegen. Wenn sie euch so viel wert waren, habe ich eine rhetorische Frage. Wieso habt ihr sie überhaupt in die Kanalisation mitgenommen? Hashtag Blade weiß Bescheid. Ja, genau. Fakt ist, wer auf Blade hört, lebt länger. Nein, das ist super. Schade, dass ich noch nicht wusste, als ich unter den Teergruben von La Brea gewohnt habe. Ja. Und, Hunter mag den Dämonensaft aus Venom gepresst haben, aber das Ding ist immer noch gefährlich. Dieses Ding ist ein Typ namens Eddie Brock. Er hat sich nicht ganz unter Kontrolle. Dachte, du könntest das nachempfinden. Wäre ich so außer Kontrolle, würde ich wollen, dass sich jemand um das Problem kümmert, bevor ich jemandem wehtue. Ich trug einst den Symbionten, der Eddie zu Venom machte. Hättest du dich um mich gekümmert? Ich sage nur eins, du kannst nicht erwarten, dass alle Monster wieder gesund werden. Nein, aber du kannst tapfer kämpfen, um ihnen diese Wahl zu geben. Mann, diese Welt hat dich nicht verdient, Peter. Deswegen haben wir ihn wohl an der Backe. Ja. Gesunder Optimismus ist immer schön. Manchmal übertreibt das aber auch. Weißt du was, Hunter? Du bist in Ordnung. Wir müssen deinen Trainingeingang höher schalten. Sag mir, wenn du Zeit hast, privat zu reden. Oh, let's go. Thought it might be nice to get away from the others and not talk for a change. So we are going to fight again? Not exactly. You've proven you can handle yourself with a sword, Hunter. But a warrior's greatest weapon is their mind. Yoga requires discipline, balance, and control. 3 things I'm hoping you've got in spades. How about we grab a couple of mats and find out? You continue to surprise me, Blade. What? Thought I'd take you out to hunt a kraken or something? Well, yes. Couldn't find one on such short notice. Maybe next time. Okay, Blade. Let us do this. Was hoping you'd say that. Now sit down, relax, empty your mind. Or as Magic likes to say, pretend you're Robbie. So, kaltblütig. Angriffe und Heldentaten vom Blade haben eine Chance von 10% Blutung anzuwenden. Yep. Sehr nützlich, gerade auch wieder in Kombination mit Mobius. Wer hätte es gedacht? Gut, und ich kann es kaum erwarten, über die Kunst des Krieges zu reden. Und du? An unserem nächsten freien Abend kann ich dich von deinem Zimmer abholen. Jupp, let's go, Book Club. Hunter, we have finished the symbiote sampling device. Come to the forge to have a look. Yep. Kommen wir gleich. Machen wir kurz den üblichen Außengang. Ja, nehmen die Essenz mit. Okay. Frisch geschnittenes Gras. Yep.
Und Snackbox Jelly Beans. Okay. Na, Peter und Robbie. I'm fine. It's Eddie I'm worried about, as well as the rest of you. But I guess I'm not qualified to handle this because I'm not an Avenger. Men that powerful think they have all the answers. Well, they're making a big mistake leaving the Venom expert out of their plan to stop Venom. I know how to get through to him, and how to keep him from hurting anyone. I'd never forgive myself if that happened. You tell him, Peter. Maybe I will. Ja, Peter ist trotzdem zu gut für diese Welt. So, und hab ich genau gesehen. Steven hat was. Nach allem, was ich höre, schlägst du dich hervorragend im Hof. Deine körperlichen Fähigkeiten sind erstaunlich, aber du darfst dein mystisches Training nicht vergessen. Stelle 3 Rezepte in Agathas Kessel her. Dafür bekommen wir Stärke, einen arkanen Schlüssel und eine gemoddete Fähigkeit. Ja, gerne. Machen wir gleich. Erstmal Stich mit dem Spitzenende zu und dann renn besser ganz schnell weg. So, wir haben den Borderline-Anzug, den wir uns holen können. Das Beste dafür brauchen wir eine weitere Fähigkeit von Spider-Man verbessert und eine Heldenmission mit Captain America abgeschlossen. Jo. Können gerade nur das starten, also let's go. Here you are, Hunter. One symbiote sampler, hot off the old demonic presses. That is not what I expected. Yes, I for one am not going anywhere near that thing. You're a doctor. Don't tell me you're afraid of a little needle. That is most certainly not a needle. Well, you say tomato, I say one gamma-infused arc-powered laser tomato. Either way, we're good to go. Now we just have to get close enough to Venom to use it. How exactly would I use this thing? Works the same as any other needle. If your needle was hotter than molten lava and could pierce the sun, just stick the pointy end in him and let the device do the rest. Once we jab that thing, the symbiote will be extracted and stored within the chamber. The fluid inside should maintain the sample's molecular integrity indefinitely. I based it on the saliva he left on you during that last round. I see. And does Spider-Man, Peter, think it will actually work? I'm not sure. To be honest, I've kind of been keeping him out of the loop on this one. Look, Peter's a great kid, with a big heart. He looks at Venom and he doesn't see the same mucus monster we do. All he sees is Eddie Brock. From what he's told me, the two of them weren't exactly best friends before the symbiote got thrown into the mix. But that doesn't matter to Peter. It's not going to be easy to get that sample. We'll have to get real close. I know Peter would give anything, including his own life, to save Eddie. Guess I just don't want to see him distracted when the time comes. Look what happened to me with Bruce. Venom is not Banner, Tony. And Peter is not you. Well, that's the point. I look at Peter and I see, well, maybe the person I could have been if I didn't let money, fame, and my dad's war profiteering get the best of me. Maybe I just want to keep the kid a kid for as long as possible. Tony. End of the day, we gotta find Venom first before any of this matters. Given his symbiote is happily sliming its way across the 5 boroughs, it's gonna be hard getting any kind of reading on him with conventional means, as in the non-demonically possessed kind. Thankfully, there's always Auntie Caretaker and her magic mirror. I'd check in with her. Talk to you soon, Hunter. Ja, nachher. Erstmal. Da wollen noch so viele Leute was von uns. Ooh, new coil. Let's get to work. Ja, und hier kriegen wir jetzt nur für Storm und Magic, da wir Logan noch nicht Got some upgrades for you, hot off the press. Also for free. Forge. Das ist auf jeden Fall nett. Hier will ich mal kurz gucken, was macht. Ne, nee. Jetzt mich eigentlich verarschen. Dann halt so. Nächster Zug, kraftvolles zurückwerfen. Das ist ein echt beschissenes Upgrade. Das Ding wird halt einfach so schnell. Das ist schon wesentlich besser.
Verbannen, muss ich sagen, bin ich kein Freund von, deshalb nehmen wir die nicht mit. Always a Gut. pleasure. Dann sollen wir mit Peter sprechen, 3 Rezepte herstellen. Ich würde noch eben kurz die Rezepte herstellen. So, was holen wir uns denn? Ich bin persönlich ja grundsätzlich ein großer Freund davon, Essenzen zu bekommen. Weil wir haben nicht so viele andere Essenzen, wie ich gern hätte. Das heißt, wir stellen das Ding hier einfach 3-mal her. Dann haben wir ein paar mehr davon. Und haben Stevens Anfrage beendet, beziehungsweise geschafft. Und den Rest würde ich dann auf die nächste Folge verschieben. Hunter, if you have a moment to Denn spare. wir müssen ganz klar sagen, mir ist es schon spät. Also auch die Folge ist schon recht lang. Und wir haben ziemlich viel zu tun bekommen. I see Tony showed you his new toy. He did. He is so in love with his toys. I don't suppose he's given much thought as to who should get close enough to Venom to use it. If anyone understands Venom, it is Peter. He might be a good candidate for this mission. The ability to put ourselves in our enemy's shoes can tell us where they have been and where they are going. Peter, interesting. His innate humanity and unwavering empathy for Eddie Brock's plight could make him an ideal candidate. This won't be figured out right now, but we should decide something soon. Time is of the essence. But I suppose you know that better than anyone. Mhm. We will talk again soon. Jetzt lass mich die Anfrage abschließen. Oh, hi. Hey, Charlie Warley Puppy Oh. Face. Hasse diese Ansprache. So, Thanks, Hunter. was kriegen wir denn für eine Fähigkeit? Ja, der Schattenpunch. You have not set anything on fire today, have you? Gut, dann würde ich sagen, das war doch ganz nett. Wir haben Sturm rekrutiert. Mehrere private Superlink-Nachrichten haben wir noch offen. Damit starten wir dann in der nächsten Folge und quatschen mal mit Peter über Eddie. Ich hole mir jetzt noch diese Credits, stelle mich hier hin, gucke diesen wunderschönen Schädel an und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.